Guten Morgen, liebe Leute aus der Nähe von Granada. Ich bin 20 Kilometer raus, 25 aus Granada, mittlerweile sind es 30. Ich suche einen Zugang da zur Sierra Nevada oder zu den Ausläufern. Das wäre die Route 47, die da hochführt. Überall sehe ich diese Schilder, dass der Weg gesperrt ist für Motorfahrzeuge. Dann hat es hier noch die Infotafeln, da ist eigentlich für Quad und Motorräder nicht erlaubt. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf sich das bezieht, weil das ist erst eine Informationstafel. Ja, ich bin jetzt ein bisschen ratlos, weiß nicht genau, wie weiter. Äh, Such mir mal irgendeinen Weg. Die Ecke hier unten in Andalusien, die haben die ganzen Sierras für Motorräder und Quad gesperrt. Für Autos sind es noch frei. Bisschen seltsam. Aber ja, ihr hört von mir. Das sind jetzt 70 Kilometer Offroad in die neue Welt, Nuevo Mundo. Fertig, easy peasy. Dieses Lenkkopflager, die Federung, das Klappern, ich wüsste so gerne, was es ist. Es ist wirklich eine andere Welt. Ja, da. Ausgestorben. Hallo Welt, bist du noch da? War ich nur ein paar Meter weiter, da stand ein Wegweiser Lanjaron, da geht eigentlich die Route 47 auch hin. Und es ist unten kein Verbotsschild gewesen, außer die Informationstafel ein bisschen weiter auf der anderen Seite. Ich schau mal, was da geht. Ja, was die letzten Tage ging, und jetzt hört man es wieder, es klappert, klappert, klappert ganz schön in meinem Vorderteil hier. Ich weiß nicht, was genau los ist. Seit letztem Jahr, da war ich im Süden von Pamplona in so eine betonierte Wasserabführrinne gesprungen mit 60. Es war ein ziemlich heftiger Impact. Jedenfalls kämpfe ich mich seit daher mit dem Klappern rum. Hatte das Lager zweimal nachziehen lassen, das Lenkkopflager. Danach war es ein bisschen besser. Hatte in Zürich dann ein neues Lenkkopflager, ein Kegelrollenlager einbauen lassen. Das ist ja eigentlich für die harten Sachen. Bei Offroad-Maschinen baut man die eigentlich eher ein. Das war dann aber auch kurze Zeit später wieder lose. Das habe ich nachgezogen, dann war es für 2000 Kilometer gut. Und dann hat das wieder zu klappern begonnen. Nochmal nachgezogen, das hat nichts geholfen. Jetzt haben wir das Ganze auseinandernehmen lassen bei Palacios Motos. Den Tipp habe ich von Embarados, ein geiler YouTube-Kanal. Habe danach gefragt, ob die mir eine Werkstätte empfehlen können da in Granada. Francis hat mir da ein neues Kegelrollenlager eingebaut. Er meint, das getestet zu haben, hat er, nehme ich ihm an. Wir haben das Moped vorne, also hinten runtergedrückt, vorne geguckt, da war kein Spiel, da war kein gar nichts. Genau. Absolut neues Lager und es klappert dann und wann und ich spüre das im Lenker. Ja, jetzt so gerade geht das. Jetzt knallt es wieder. Ich habe immer das Gefühl beim schnellen Ausfedern der Gabel. Ich habe mal noch mit der Federvorspannung, Einstellung der Dämpfung und so rumgespielt. Es ist nicht besser. Und jetzt, wo geht's lang? Was steht da geschrieben? Coger pollos? Was wollen die mir damit sagen? Und jetzt höre ich ein Auto. Werde dann mal nachfragen. Hola, buenas. Hasta Lanjarón, ¿es este? ¿Es este? Ah, muy bien. Lo tienes a 14 kilómetros. Sí, es que me gusta. Sí, muy bien. Pero un camino así, ¿no? Mejor incluso. Vale, muchas gracias. Buen día. Gracias. Okay. Lanjarón, 14 Kilometer, hat er mir bestätigt, da lang. Gut.
Ja, dieses Lenkkopflager, die Federung, das Klappern. Also eigentlich muss es ja jetzt das Federbein sein. Das kann nicht mehr anders, weil das Lager, das ist doch fest, das neu eingebaut. Das kann nicht nach 10 Kilometern schon klappern. Ein bisschen seltsam. Ich bin jetzt da an dem äußersten Ausläufer quasi der Sierra Nevada und das sieht also nach einer gut fahrbaren Strecke aus. Das scheint jetzt wirklich, ich hoffe jetzt mal legal zu sein. Einfach zu fahren. Ja, jetzt nicht super spektakulär. Natürlich wäre ich da gerne ein bisschen weiter höher rauf. Es gibt dann nochmal einen Abzweiger nach Lanjarón, der in die Höhe geht, kurz da in die Sierra hoch. Mal schauen, ob der dann fahrbar ist. Und man glaubt es kaum, das ist die Ruta 47. Okay. Kein Verbot, nix. Jetzt genießen wir mal noch einen Ausblick aufs Mittelmeer. Da geht die Autobahn runter von Granada nach Motril. Das Gebiet hier jetzt nennt sich Alpujarras. Ein Gebiet, man kommt kaum vorwärts. Da gibt es eigentlich nur Kurven. Da gibt es auf der anderen Talseite die bessere Straße, auch kurvig. Und auf dieser, da machst du Kilometer und kommst nicht vorwärts. Aber eine Strecke hoch möchte ich jetzt hier noch fahren dann. Und das sind die Pollos, die man nicht schießen darf. Oder wie? Perdiz, Rebhühner? Ich weiß gar nicht. Also da, so wie ich das verstehe, werden die Eier von denen gerne gegessen hier in Spanien. Ja, da. Das Schlagen, es schlägt mir aufs Herz. In die Magengrube, ich weiß nicht. Ich wüsste so gerne, was es ist. Oh, da unten gibt es eine Handvoll, zwei Hände oder ein Dutzend Serpentinen.
Ich bin jetzt von Lanjaron ein paar asphaltierte Kehren hoch. Das ist Route 47, der geht unten der Straße entlang. Ich habe gerade eben mit Orlando gesprochen, einem T7 World Raid Fahrer. Er hat mir nochmal geholfen, das Lager da vorne zu checken. Es ist mir ein Rätsel. Wenn ich da rumdrehe, drücke, dann ist alles stabil. Und bei der kleinsten Bodenwelle klappert das. Und du spürst echt nichts, wenn du die Maschine auf den Hauptständer stellst und hinten runter drückst. Da ist kein Spiel, da ist nichts an der Gabel. Es ist zum Verrücktwerden. Bisher eine einfache Piste. Die schraubt sich hier über unzählige Kehren hoch. Ist aber nicht wirklich steil. Echt gut zu fahren. Ich habe mir das ein bisschen wilder vorgestellt, aber ich möchte jetzt auch gar nichts verschreien. Aha. Irgendwie ist das Garmin heute so dunkel. Ich habe die Helligkeit voll aufgedreht, aber es ist irgendwie wieder mal ein seltsamer Tag. Ich hatte mich echt eigentlich auf beschwerdefreies Motorradfahren eingestellt und das gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Es sind jetzt auch wieder ein knappes Dutzend Kehren da, so hoch. Die letzten Kehren war jetzt eher ein bisschen steinig mit kann ich sagen, Schiefer. Das ist jetzt gerade eben das steilste Stück, ist immer noch nicht wirklich steil, aber es war jetzt halt eigentlich nie wirklich steil. Jetzt bin ich dann gespannt, jetzt geht es dann ein Stück eher dem Hang entlang, nehme ich jetzt mal an. Es ist schön zu fahren, aber von der Natur her haut mich das jetzt nicht um, offen gesagt. Deshalb hat man einen richtigen Motorschutz. Ja, ich bin jetzt schon eine halbe Stunde am Aufsteigen. Auf dem aufsteigenden Ast. Und das hier, weiß jetzt nicht, was das für eine Piste ist. Also hier war jetzt überhaupt nie irgendwo ein Fahrverbot. Angenehme 21 Grad jetzt gerade hier oben. Unten waren es knapp 30. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtiger mit diesen Löchern. Schon wieder eins erwischt. Es ist Mittag. Die Sonne ist steil. Du siehst die echt spät, wenn überhaupt. Capileira, nochmal 10 Kilometer. Hübsch. Waren jetzt bestimmt schon 15 da hoch. Hier Area Recreativa Puente Palo. Ich weiß nicht, ob hier Campen erlaubt ist. Auf jeden Fall auf dieser Seite der Straße des Weges ist Naturpark. Da ist kein Befahren mehr erlaubt, auch nicht mit dem Auto. Und hier der Weg darf befahren werden. Es ist eine einfache Piste bisher. Das werden dann insgesamt etwa eine 25 Kilometer Runde, schätze ich. Ist nicht im TED, der da unten im Tal auf der Straße lang führt.
es wechselt hier jetzt wieder dauernd ab, so wie es aussieht. Vorhin hatte ich mich beinahe hingelegt, weil da im Wald drin, im Schatten, habe ich nicht gesehen, dass die eine Fahrspur total verschlammt war. Plötzlich in den Barros drehen und dann eingestaubt von einem Lastwagen. Jetzt hier wieder eher eine bessere Piste im felsigeren Untergrund. So, da haben wir diese Runde geschafft. Was heißt ja geschafft? Gefahren. Dann nehmen wir doch noch einen Esel mit da vorne. Da sind wir wieder am Tet. Ein sturer Esel. Liebe Leute, das was ihr hier unten sehen, das ist Fondón, liegt in den Alpujarras. Von da komme ich her. 60, 70 Kilometer Asphalt runtergerockt, von Lanjaron über Treveles. Der Tet, die Ruta 47, die machen da alle Asphalt. Die Ruta 47, das ist irgendwie vor 10 Kilometern oder so rechts weg. Die geht aber, meinte ich, alles jetzt auf Asphalt bis Almeria. Dabei ist hier zwischen Fondón und Almeria, ich glaube, die heißt Sierra de Gádor. Und das sind jetzt 70 Kilometer Offroad, wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe mal, ich fahre da nicht in ein Fahrverbot rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Jetzt habe ich eben so eine Art Wachhäuschen passiert. Es war zu, da war keiner, da war keine Schranke. Da waren jetzt auch keine Verbotsschilder oder so. Das heißt, ich bin jetzt mal guter Dinge. Das ist eine super einfache Waldstraße. Ein bisschen Höhe haben wir schon gemacht. Ich bin erstaunt, weil das wirkt so nicht steil. Trotzdem geht es hinauf. Ich habe das Gefühl, das sind kaum mehr als 5% Steigung. Okay. Jetzt wird es also ein bisschen grober. Bisschen. Ich bin ja schon gespannt, wie das denn aussieht, oben oder auf der Almeria-Seite, vielleicht auch schon hier, weil vor 2 Wochen, da hat es in El Ejido, Umgebung Almeria, da wo die ganzen Gewächshäuser stehen, hühnereiergroße Hagelsteine runtergehauen. Da sind einige Plantagen zerstört worden. Ich kann mir vorstellen, dass es dann auch Spuren hinterlassen hat in den Tracks, in den Wegen. Aber hier alles noch im grünen Bereich. Hübsch, wie die Piste hochklettert hier. Mal schauen, vielleicht sieht man das noch besser da, ja.
Da unten von dort die Sierra Nevada, Alpujarras. Jetzt haben wir dann einen Ausblick. Mirador de Pupito. Na. So, hier ist viel mehr Kies als eben. Das kommt mir bekannt vor, da von der Strecke runter nach Almuñécar vor ein paar Tagen. Das sieht so ein bisschen geflickt aus. Hat man einfach mal aufgefüllt mit Kies. Und bekanntlich tut sich da der Dunlop Trail Max Raid ein bisschen schwer mit, weil das ist alles easy. Ja, das sieht mir doch wieder eher nach Sierra aus. Geht schon recht hoch hinaus. Ich meinte, die höchsten Gipfel da wären dann 2.500, dann geht's gleich runter ans Meer. Macht Höhenunterschied. Ach, ich Klugscheißer, ich weiß. Eine super einfach zu fahrende Gebirgspiste. Das ist ja unglaublich. Irgendwie kommt mir das ein bisschen seltsam vor. Und ich ganz alleine. Jetzt bin ich jetzt 17 Kilometer unterwegs. Kein Mensch, kein Auto, kein Tier begegnet. Der Kiesweg, der ist so fein, da stört sich nicht mal irgendwie meine Gabel oder mein Lenkkopflager dran. Da klappert nichts, das ist so top eben. Mal eher ein bisschen tief zwischendurch, weil da ein bisschen sehr viel Kies liegt. Aber sonst geil. 20 Kilometer geile Piste, unglaublich. Und jetzt gerade eben war es ein bisschen unruhiger, aber also eher so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe den Track auf Wikiloc, also ich habe ihn eigentlich selbst gebaut, von Don Felix habe ich mir programmiert. Den GPX Studio Rad als Grundlage, die 2 Punkte und gut war. Und dann habe ich auf Wikiloc geguckt und gesehen, dass es den Track auch gibt. Da ist dann zum Schluss, die letzten paar Kilometer sind dann ein bisschen anders. Jedenfalls der den Track hochgeladen hat bei Wikiloc, der war mit einer V-Strom, mit einer Tausender, mit Straßenbereifung, irgendwie sowas. Also sollte keine Probleme darstellen. Aber eben, da waren diese Gewitter vor 2 Wochen. Mal gucken. Das ist jetzt eher Gebirgsstrecke. Ich habe noch 46 Kilometer vor mir. Naja. So, das Garmin verrät mir, dass ich jetzt an eine Kreuzung komme. Mit 4 Wegen. Ups. Also hier oben ist noch ein bisschen nass. Geregnet hat es schon mal die letzten Tage. Da waren jetzt 2, 3 größere Pfützen. Kein Vortritt. Ja,
Vorsicht, ne? Okay. Weiter geht's, hoch. Aha. Also auf dieser Seite der Berge, da hat es geregnet. Das sieht man jetzt eindeutig. Fertig, easy peasy. Ach, wenn bloß das Klappern nicht wäre. Gleich hinter diesem Nadelbaum taucht jetzt irgendwie im Funkturm irgendwie was auf. Oder dahinter Nuevo Mundo, neue Welt. Ich bin auf 2000 Meter. Ich bin jetzt 50 Minuten lang gestiegen. 35 Kilometer oder so. Ziemlich genau die Hälfte der Distanz. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich da gesagt habe. Und irgendwie 70 Kilometer oder sowas. Es fehlen noch 37, also ja, kann hinkommen. 50 Minuten, mir ist kein Tier, also außer vielleicht ein Vogel oder so, aber kein Vieh, kein Mensch, kein Auto, kein Hund, nicht mal irgendwie ein Rebhuhn oder nichts ist mir begegnet. Ist schon, solange alles rund läuft, das ist ja okay. Die andere Seite, wenn du da in Probleme gerätst, dann bist du echt auf dich alleine gestellt. Und es ist also echt sehr abhängig von der Hangseite, wie der Weg aussieht. Auf der einen Seite sieht der super unversehrt aus und auf der anderen Ecke dann gezeichnet von hartem Regen. So, jetzt ist der Kollege da mit dem Track, der ist da mal hochgefahren. Schauen wir mal, ob er da was zu sehen bekommt. In die neue Welt, Nuevo Mundo. Unten das Weiße, das sind nicht schaumende Wellen, sondern die Gewächshäuser von El Ejido. El Ejido. Rüber in die Alpujarras, da bin ich hochgekommen. Nuevo Mundo. Von der neuen Welt ein Stück runtergekommen auf die letzten 34 Kilometer Offroad wahrscheinlich heute. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich eher die gröbere Seite sein, stelle ich mir vor. Mal schauen, dass ich auch das hinkriege.
Es ist zwar grob, aber ich hatte das auch schon erwähnt, wenn es nicht so ein Gefälle hat, geht mir das eigentlich recht gut von der Hand runter sowieso. Die ersten Tiere, die ich sehe, nee, ich sehe sie nicht, ich spüre sie in meinen Augen. Unheimlich viele Mücken gerade eben. Bisschen lästig jetzt gerade. Oho. Okidoki. Das ist schon da, wo der Regen hin oder abgeflossen ist, eher vielleicht. Welche Seite? Eigentlich ja lieber die andere. Gehen wir mal rüber. Was mich ein bisschen irritiert hier oben ist, dass sämtliche Schilder hier abgebaut wurden. Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt an eine Kreuzung gekommen mit einer guten Piste, so wie es ausschaut. Eigentlich führte meine Route da lang oder führt. Habe jetzt gerade nachgeguckt. Wenn ich da lang fahren würde, wäre ich in 10 Kilometern auf der Route 47. Ich bin schon irritiert. Ich sehe keinen Menschen, keine Tiere. Keine Schilder? Naja. Dort oben war ich. Es ist eine Raserpiste hier. Und ich habe immer noch niemanden gesehen. Ein Reh ist mir kurz ein paar Meter davon gerannt. Es ist mir ein Rätsel, noch immer. Also die Pisten sind fantastisch. Ich könnte stundenlang, bin ich auch bald. Fehlen noch 16 Kilometer. Gut, ich habe da ziemlich Fotostopp und so gemacht. Bin jetzt dann aber schon 1,75 Stunden unterwegs, bald 2 Stunden. Ja, und dort sieht man mal eine Finca, jetzt gerade ein paar, aber Tiere, Fehlanzeige. Hier steht zwar irgendwie Kamera und so, ich begreife es nicht. Da könnte man sich jetzt einen Spaß erlauben. Also einer hat sich da den Spaß gemacht mit dem Quad und ist da rundherum gefahren. Mal ein kurzer Zwischenbericht. Es ist sowas von einfach zu fahren und immer noch. Nee, mittlerweile ist mir ein Radfahrer entgegengekommen. Ein Radfahrer. Es ist wirklich eine andere Welt. Nuevo Mundo in dem Sinn. Ausgestorben. Hallo Welt, bist du noch da? Also wenn das jetzt legal war, also ich hoffe es zumindest, weil ich mache eigentlich keine illegalen Sachen. Das wären ja dann beinahe südamerikanische Verhältnisse, Anden, Atacama oder irgendwie sowas, wo du 70 Kilometer fährst, ohne irgendwie eine Ortschaft oder irgendwie sowas. Das ist schon absolut verrückt.
Ja, seit dieser Kreuzung da, wo ich meinte, wo es rechts weg dann auf die Route 47 gegangen wäre, ist das echt wieder eine super, super einfache Piste. Das heißt, ich fahre jetzt den Track, den ich mir da selbst rausgesucht hatte oder gebastelt hatte, nach Felix. Das ist genau gleich weit, sind auch noch 6 Kilometer jetzt. Und das sieht nach dieser gut fahrbaren Straße aus. Ich bin einfach gespannt, ob ich irgendwo noch ein Verbotsschild dann auf der anderen Seite sehe. Ich hoffe es jetzt einfach mal nicht. Hier sieht es ja dann schon belebt aus. Wenn ich noch keinen Menschen gesehen habe. Außer dem Radfahrer, ist ja auch ein Mensch. Ist jetzt recht steil abfallend hier rechts. Und da oben war ich. Das Meer von El Ejido. Und wo gehe ich lang? Bleiben wir unbefestigt. Naja, das wäre schon da rechts runter nach Felix gegangen, so wie es ausschaut. Egal, machen wir noch eine unbefestigte Zusatzschlaufe. Dann waren das jetzt 70 unbefestigte Kilometer ohne dieser Velofahrer. Macht mir total einen Strich durch die Rechnung. Sonst hätte ich jetzt sagen können, 70 Kilometer ohne eine Menschenseele, ohne ein Auto, ohne ein Tier, okay, ein Reh. Und wenn ich jetzt das nicht total falsch interpretiere, dann bin ich da unten in Felix oder genau. Bin ich wieder auf der Route 47. Ha! Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und freue mich über jedes Like und jedes Abo. Okidoki.